Leute, hier ist wieder Nahrovien Art und Design. Heute möchte ich euch etwas über die Technik des Tiefdrückens erzählen. Tiefdrücken kann man am besten mit Warblers Transfer Art. Und auch mit diesem Material werde ich euch das in einem kurzen Video zeigen. Versucht es mal. Ihr wisst, mit den Resten kann man immer noch Sachen anstellen, sollte etwas übrig bleiben. Die Formen, die dabei herauskommen, sind vor allem gut, um Kristalle zu bauen, um sie von hinten beleuchten zu können, anmalen zu können oder sogar Formen für Epoxidharz herzustellen. Was auch immer ihr letztlich damit anstellt, es kommt sicher etwas Schönes dabei raus. Ja? Versucht es, habt Mut und stay tuned. So, liebe Leute, dann wollen wir das gleich auch nochmal ausprobieren. Wir brauchen, um so einen Drückabdruck zu machen, hier diese Malertape-Rollen leer am besten, sonst versaut ihr euch den Kleber durch die Hitze. Und Formen, die ihr abformen wollt. Ich nehme jetzt mal hier ganz simple eine Rundform und eine eckige, weil ich mache mir am liebsten Kristalle aus solchen simplen Formen. Ihr könnt natürlich auch kompliziertere Sachen nehmen, wie zum Beispiel so etwas. Das ist immer ganz beliebt, so Blümchen. Benutzt habe ich auch schon sowas wie ein Teelicht. Da müsst ihr dann allerdings Nachformen reindrücken. Ja? Die Formen würden dann am Ende so aussehen, nur dass ihr schon mal eine kleine Idee bekommt. Ja, aber ich zeige es euch jetzt an einem ganz einfachen Beispiel. Ja, gut. Die Platte sollte immer, also das Transfer Art, sollte immer ein bisschen größer sein als die Rollen. Sonst rutscht euch das Material ja rein, wie ihr euch vorstellen könnt, ja? Also schön stapeln. Dann könnt ihr das Material ein bisschen vorher erwärmen. So, und wie ihr jetzt seht, hier zieht sich ein bisschen runter, also wieder ein bisschen mittiger legen. Fangen wir mit der Form an. Einfach ganz sanft in das Material reindrücken. Ihr seht, es schließt sich langsam von selbst an den Kanten drumherum. Das ist immer ganz schön. Und ich meine, gut, gerade jetzt bei dieser Gelhülle ist es sehr einfach, weil ihr nicht in Berührung mit dem Material kommt. Also ihr braucht nicht unbedingt Handschuhe tragen, wenn es sich um so einen Abdruck handelt. Ja? Sonst bitte, wenn ihr hitzeempfindlich seid, immer die obligatorischen Gartenhandschuhe dazu nehmen. Ja? So, wenn das jetzt ein bisschen ausgehärtet ist, das könnt ihr dann einfach so stecken lassen. Ja, durch die Kante, auf der das jetzt aufliegt, seht ihr ja, das zieht sich dann ein bisschen pyramidenförmig nach oben. Aber wenn ich das jetzt hochnehme, seht ihr, hier unten hat es sich sehr schön drumherum geschmiegt. Ihr müsst es jetzt aushärten lassen, beziehungsweise auskühlen. Sonst besteht die Gefahr, dass sich eure Form jetzt hier wieder verformt. Solltet ihr das zu früh rausnehmen. Ja? Also schön vorsichtig antesten, wie warm oder kalt das schon wieder ist. Wir legen das jetzt erstmal zur Seite und machen die zweite Form. So, wieder stapeln. Wieder drauflegen. Hier. Ihr seht immer ganz schön, ob das Material warm genug ist, wenn das so leichte Wellen schlägt durch diesen Luftstrom von der Heißluftpistole. Das könnt ihr jetzt... Ja doch, gut. Also, wieder wie vorher. Wenn ihr seht, das rollt sich dann ein bisschen auf. Einfach ein bisschen festhalten. Wenn es noch nicht warm genug ist, ihr könnt jederzeit nacharbeiten. Selbst wenn ihr das jetzt hier so rausholen müsst. Ne? Ihr seht, wenn ich das jetzt rauspule, da ist schon ein bisschen Abdruck. Einfach nochmal machen. So, nicht zu heiß. Aber ihr seht, es hat sich jetzt zurückverformt. Also ganz sanft runterdrücken, damit ihr das Material nicht aus Versehen zerreißt. Denn es ist zwar sehr, sehr dehnbar, aber trotzdem wisst ihr ja, es ist wie mit allem. Übertreibt
hat man am Ende kein schönes Resultat. So. Das können wir jetzt stecken lassen. Wie gesagt, das ist wie beim anderen. Zur Seite stellen. Und hier können wir jetzt schon mal gucken. Seht ihr? Das eignet sich jetzt natürlich hervorragend, um auch mit Epoxidharz zu gießen. Sollte man das wollen. Meiner Meinung nach reicht es, wenn man das Ganze ein bisschen mit Silikon füllt, zum Beispiel, oder mit Resten vom Transparart. Ihr seht, das ist jetzt halt dadurch, dass es so gedehnt ist das Material natürlich auch ein bisschen dünner geworden. Aber so haben wir eine wunderschöne kleine Form, ein Förmchen, womit wir weiter arbeiten können. Habt ihr jetzt eine Rüstung zum Beispiel, wo ihr das so als Fassung drumherum geben könnt, von unten beleuchtet, habt ihr einen tollen Kristall, würde ich sagen, oder ein Warnlicht. Mit dem Rest könnt ihr natürlich auch weiterarbeiten, wozu man auch dann Reste gebrauchen kann letztlich. Ja, es muss nichts weggeschmissen werden bei den Thermoplasten. So, jetzt haben wir auch hier. Gucken wir mal, ob das schon soweit ist. Es wirkt noch ein bisschen zu warm. Ihr könnt natürlich die Zeit nutzen und hier schon mal drumherum schneiden. Sonst eignet es sich natürlich, wenn ihr so lange nicht warten wollt, auch immer ein bisschen Trennmittel. Das können auch Vaseline sein oder Sprühtrennmittel nehmen. Dann lässt sich das gleich noch viel einfacher daraus lösen. So. Seht ihr, aber das ist auch so ein bisschen wie ein Trichter. Darum eignet es sich sehr hervorragend als Form zum Gießen. Oder, wie ich schon sagte, als Kristall. Einfach mal ausprobieren. Ja, viel Spaß dabei.